In diesem Video lernst du, wie Finanzmärkte überhaupt funktionieren, welche Funktionen durch Finanzmärkte erfüllt werden und wie wichtig funktionierende Finanzmärkte sind, welche Bedeutung diese Märkte für die globale Wirtschaft haben. Die Hauptfunktion von Finanzmärkten ist die Kapitalvermittlung. Auf der einen Seite gibt es die Kapitalanbieter, die Haushalte, die Sparer. Auf der anderen Seite die Kapitalnachfrager, Unternehmen und Staat. Die Finanzmärkte transportieren Gelder, finanzielle Mittel von den Kapitalanbietern zu den Kapitalnachfragern. Diese investieren, Unternehmen investieren, der Staat investiert. Das Ganze geschieht auf den Finanzmärkten durch sogenannte Finanzintermediäre, die übernehmen die Kapitalvermittlung. Und die Gelder fließen einerseits als Eigenkapital, zum Beispiel in Aktien, oder als Fremdkapital, zum Beispiel Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, zu den Investoren. Alles, was nicht im Inland investiert wird, fließt ins Ausland, und zwar durch die sogenannten Nettokapitalexporte. Neben der Kapitalvermittlung übernimmt der Finanzmarkt noch weitere Funktionen. Das erste ist, durch Zusammenspiel von Kapitalangebot und Nachfrage bilden sich die Zinsen und die Wertpapierkurse. Eine weitere Funktion ist die sogenannte Losgrößentransformation. Viele kleine Anlagebeträge werden gebündelt, um große Vorhaben zu finanzieren und umgekehrt. Weiter gibt es die Fristentransformation. Fristen werden zwischen Kapitalanbietern und Nachfragern abgestimmt. Beispielsweise will ein Anleger sein Geld langfristig anlegen, ein Kapitalnachfrager braucht das Geld nur kurzfristig und auch hier wieder natürlich umgekehrt. Und die Finanzmärkte übernehmen diese Funktion, das in Übereinstimmung zu bringen. Eine weitere wesentliche Funktion ist die Risikotransformation. Unterschiedliche Risikobereitschaften zwischen Kapitalanbietern und Nachfragern müssen in Übereinstimmung gebracht werden. Nummer 1, die Risikoverteilung auf viele Schultern. Nummer 2 ist die Übernahme von Kreditrisiken. Meistens wird es von Banken übernommen. Nummer 3 ist die Risikostreuung durch die Auswahl aus einer Vielzahl von Investitionsobjekten. Und viertens entstehen Submärkte, zum Beispiel die Märkte für Derivate, mit deren Hilfe Risiken abgesichert werden. Nun zu der Bedeutung der Finanzmärkte. Es werden Finanzierungsmittel in die Adern der globalen Wirtschaft gepumpt und deswegen ist es absolut wesentlich, da fehlende Finanzierung und fehlendes Kapital für Unternehmen, aber auch Staaten, viele Firmen und ganze Länder zusammenbrechen lassen würden. Noch ein paar Worte zur sogenannten Finanztiefe. Die Finanztiefe ist das Verhältnis der globalen Aktien und Anleihen zur Summe der BIP aller Staaten. Was BIP? Bruttoinlandsprodukt. Das ist der Gesamtwert aller Güter, das heißt Waren und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb eines Landes, eines Staates als Endprodukte hergestellt werden, nach Abzug aller Vorleistungen. Und aktuell sind wir bei geschätzt 600%, das heißt der Finanzmarkt ist 6-mal so groß wie die weltweite Realwirtschaft, Tendenz steigend. In diesem Video hast du gelernt, dass die Kapitalvermittlung die Hauptfunktion der Finanzmärkte darstellt und wie sie grundlegend zwischen den Teilnehmern funktioniert. Welche weiteren Funktionen Finanzmärkte haben, wie wichtig funktionierende Finanzmärkte sind und welche Bedeutung diese Märkte für die globale Weltwirtschaft haben.